It's 2 o'clock in the afternoon here in Catalonia for today's qualifying session for the Spanish Grand Prix. Spain is one of those tracks that can create unexpected results, so it's very difficult to know who might be strong here in today's qualifying. If you can put together an efficient package with a good compromise between downforce and straight line speed, you can catch the other teams out here, just like Pastor Maldonado did back in 2012. Ferrari have a good track record at this circuit, but my money is on Mercedes to have a strong qualifying session here today. Hallo und herzlich willkommen zum 5. Saisonrennen unserer Formel 1 Karriere. Ja, und sind wir hier auch schon Q1 in Barcelona. Jetzt gehen wir mal schön in Q2. Auch einzigartig. Von daher so Q3. Wir haben einen einzigen Run getätigt und für welche Position reicht es? Pole. Jawohl, aber es ist nur 3 Minuten zu rennen. Wie weit kommen wir? Er jubelt immerhin schon mal. Ja, ist schon mal nicht schlecht. Lewis Hamilton provided us with the performance of the day here in qualifying. Fastest lap means he's on pole for tomorrow's race. They'll be very pleased with that result and will be confident going into the race that one of their drivers will be able to go on and claim the win. Ich wollte aber, egal. P2 in einem Red Bull ist gar kein so Welcome schlecht. to the Circuit de Barcelona, Catalonia, here in Spain for what is expected to be a very closely contested race. We knew this was a track that suited the Mercedes well, but no one would have expected that Lewis Hamilton would have created such a gap to his rivals in qualifying. If he stays out of trouble and the car continues to perform, well, victory should surely be a formality. You can never be sure if qualifying pace will turn into race performance. It often depends on how focused the car setup was for a single lap on new tyres. But even if he's slightly slower than those around him, he'll be trying to make his car as wide as possible on track to defend his position. Hoping to build on their impressive performance last time out will be Ferrari. The last Grand Prix saw their best result of the season. It's a performance that they'll want to match or even better this time out. It was a good performance, but it was just one race. If they want to maximise their potential in the Constructors' Championship, they'll need to produce that kind of form more often between now and the season's end. Ja, wollen wir mal starten. By the way, zwischen dem Qualifying und dem Rennen lagen so knapp, ja, fast 2 Monate. Also entschuldigt schon mal für jeden Fehler, den ich mache, aber... Oh, da haben wir ein bisschen Respin. Ui, jetzt kommt das Auto richtig rüber. Wir sind da 2 Positionen am Start, das war jetzt nicht so pralle, aber die Masse holen wir uns wieder zurück. Rosberg sind wir wieder ran, von daher alles okay. Dann kommen wir jetzt in Runde 4 statt Zielgerade. Da war ich das erste Mal so ein DRS-Fenster. Oh, da kommen dann Kinderleichtern, was wir vorbeiziehen. Bis das funktioniert, ist auch eine Sache so, ne? Wir haben Renault-Motor, Mercedes-Motor, aber es funktioniert. Ja, Runde 7, ab mal in die Box. Vorne sehen wir hin. Raikkonen hat mittlerweile auch schon Rosberg geholt. Jetzt muss ich mal die Option-Tires laufen. Hamilton musste aufgrund von Raikkonen ein bisschen warten. Das könnte jetzt wieder unsere Chance sein, da ranzukommen. Runde 12, 4 Runden später sind wir an ihm dran. Dann müssen wir jetzt öffnen. Oh, da überholen wir ihn. Wir haben P1, Jungs und Mädels. Wow. Runde 15. Er hat eben noch was von Option gesagt, aber dann kam 2 Sekunden später noch ein Funkspruch. Es würde regnen. In ein paar Minuten. Okay, ziehen wir die Primes raus. Wir werden einmal. Okay. Aber es war bald keiner auf das Ziel gerannt. Runde 17. Also meine harten Reifen waren halt noch nicht so wirklich auf Temperatur, aber sie haben funktioniert und konnten Hamilton so ein bisschen abwehren und jetzt kommt Hamilton da wieder rein.
Ich kann irgendwie durchstechen und mich verteidigen. Aber jetzt ist er wieder in... Generell war das bis Runde 17 ein echt schöner Fight mit ihm. Jetzt versuchen wir es mal auf der Geraden nach dem besseren Ausgang. Doch nicht vergessen mit dem besseren Ausgang. Wenn wir da nochmal rankommen. Ja, wir können es mit der erst langsam, weil ich glaube, selbst das wird schwer, weil wir... Ja, wir können es nur ranbremsen an ihn ran. So ein bisschen näher dran. Da gab es keine Berührung. Ja, 2 Runden später sind wir auf Paris aufgelaufen. Und dann passiert folgende Situation. Und wir haben wieder P1. Ey, was ist denn da los momentan? Aber egal. Wir haben ihn natürlich hinter uns. Jetzt wieder hier rein und wir versuchen allgemein uns zu verteidigen, verbremsen uns hier, kommt zu weit raus und Hamilton switcht durch. Ah, switcht da natürlich nicht so optimal, aber mein Gott. Okay, nochmal Stadtsieg rein. Können wir uns da nochmal ransaugen oder müssen wir auf Raikkonen hier hinten aufpassen? Ich meine, wir haben beide jetzt die RS auf dem Raikkonen nicht. Und er hat den stärkeren Motor. Ja. Wir sind da nochmal dran an Hamilton, können uns auch ranbremsen. Mehr aber auch, ist aber auch nicht drin. Oder doch? Die muss da eventuell. Wir sind eigentlich zu weit weg für den Manöver. Ja, Runde 20. Kommen wir hier viel zu weit raus. Looking at the radar, we should see light rain within 10 minutes time. Ja, der überholte uns und wir haben auch keine Chance, da irgendwie wieder ranzukommen. Weil der Ball war der hat eine echte Performance-Guttung The halt. track is clear. Green flag. Wir müssen jetzt echt hoffen, dass die nochmal stoppen müssen, wenn der Regen anfängt. Remember to pit this Der weiche Reifen so lange durch und dass unser harter Reifen so lange durchhält. Und der Scheiner hat es funktioniert, weil Runde 28, Raikkonen und Rosberg, wo ist Hamilton? Achso. Hamilton hatte zwischenzeitlich wieder ein Problem mit Perez und ist in die Wand gerutscht. Ja, meine Reifen fallen halt raus, weil ich keinen scheiß Grip habe. Aber wir sind positiv. Das wird knapp am Bock den Ausgang auf die Führung. Also wir haben nicht zu viel Zeit verloren. So 4 Sekunden, das war einer der langsamer Rennstops. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Jetzt wird's interessant. So, Reifen bleiben stehen, da gibt es keine Berührung, aber ich denke alles im Rahmen und wir holen uns keins hier zurück. Runde 29 Ende, als ich gerade zurückgekommen bin. Wir Raikkonen nochmal attackieren und er kommt hier vorbei. Dann saugen wir uns in den Windschatten. Around the outside. Auf welcher Höhe jetzt? Müssen wir ein bisschen luften zwischendurch. Haben jetzt die innere Bahn. Ja, aber Raikkonen einfach mehr Speed. Dann gucken wir nochmal ganz kurz. Wir versuchen es sogar nochmal. Aber Raikkonen scheint einfach bessere Traktion zu haben. Kämpfen da uns irgendwie wieder ein Raikkonen ran. Nächste Runde, gleiches Ding. Stadtsiege gerade. Uiui, da gab es eine Berührung.
ist aber auch langsam unterwegs. An der Kollision kann ich jetzt wirklich nichts machen. Moving to mix 2, fuel to mix 2. Ja, wir verbunden uns hier, müssen das Mixer noch umstellen und da ist mir vorbei. Oh Mann, was ein Rennen. So nur 31 Kämpfe immer um den Sieg. Ich hätte mir das vorher einer erzählt. Never. Ja. Nächste Runde sind wir wieder an Raikön dran und er macht einen kleinen Fehler und wir kommen dann deutlich besseren Exit. Wir können uns ja am Ende der Kurve nochmal attackieren. Wir attackieren. Und wir sind vorbei. Wir sind vorbei und haben die Führung in Runde 32 zurückgerettet. Problem ist, da kommt jetzt noch keine Stadtsieg, aber er ist in die Box gefahren. Und wir können uns so den ersten Sieg der Saison sichern. Unsere Sprit ist natürlich auch noch leer. Ja. Was soll man dazu sagen? Nach der Nullnummer in Bahrain holen wir uns jetzt 25 Punkte und ja, es war ein verdienter Sieg, wir hatten die bessere Rennperformance als alle anderen, aber es war ein lustiges und spannendes Rennen. Das nächste Rennen ist Monaco. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Daniel Ricciardo today. It's a well-deserved race win for the Australian driver. Indeed. They'll be ecstatic with that result, and they should be. It was a fantastic drive. After all that excitement, it's time for a lie-down, I think. Thanks for joining us, and goodbye until the next race. Ja, P5 in der Meisterschaft, WM-Platzierung, Fahrer-WM. Und Konstrukteur sind mit Platz 4, ja gut, ein Punkt hinter Williams. Ich denke, es ist das Ziel, die Nummer zu toppen und das war's erstmal von meiner Seite. Bis dann.